Es geht also unbedingt darum, dass wir uns loslösen von dieser Idee, die uns vielleicht auch im Außen suggeriert wird. Wann habe ich denn endlich mein Ziel erreicht und wann hast du es denn endlich geschafft? Und immer nur der Blick zu dem Ende hin zu, wer werde ich denn eigentlich auf diesem Weg? Hallo und herzlich willkommen bei Loslassen und gemeinsam wachsen, deinem Podcast rund um bewusste und bedingungslose Elternschaft. Mein Name ist Manuela Festel, ich bin Mama, Mutmacherin und vor allem Mentorin für achtsame Kommunikation und gewaltfreie Konfliktlösung mit Kindern. Und genau darum geht es auch hier in diesem Podcast. Ich zeige dir, wie du deinen Weg in eine bewusste, authentische und bedingungslose Elternschaft findest und Konflikte schließlich mit deinem Kind achtsam, respektvoll und gewaltfrei lösen kannst. Ganz ohne Schimpfen und Bestrafen. Bist du bereit? Na, dann lass uns loslegen. Hallo meine Liebe, herzlich willkommen hier im Podcast Loslassen und gemeinsam wachsen. Ich nehme dich heute mit auf eine Reise, in der es um die Wichtigkeit der kleinen Schritte geht, die wir als Mensch im Alltag gehen müssen und auch warum es so notwendig ist, dass wir diese großen Schritte, nach denen wir uns sehnen, ein wenig zur Seite stellen. Ich würde vorschlagen, wir starten direkt rein in diese Podcast-Episode. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen hier in Loslassen und gemeinsam wachsen. Ich habe heute eine Episode für dich mit ganz vielen Gedanken, die entstanden sind, nachdem mir mein Mann einen Comic gezeigt hat. Und ich versuche noch diesen Comic für dich auffindbar zu machen und ihn dir per E-Mail zu schicken. Also wenn du noch nicht auf meinem Newsletter bist, dann komm am besten gleich dazu unter sprachzeichen.de. Und in diesem Comic, in diesem Bild sieht man 2 Leitern. Eine Leiter mit ganz großen Stufen und einen Menschen, der die Arme ganz nach oben streckt und versucht eben auf die erste Sprosse zu kommen und diese erste Sprosse nicht erreicht. Und daneben ist eine ganz bekannte, normale Leiter mit so vielen Sprossen, dass man eben gut von unten nach oben und von oben nach unten gehen kann. Und eben einen Menschen, der schon die 2. Sprosse erreicht hat und so peu à peu diese Leiter hochklettert. Und darunter stand eben, warum es wichtig ist, in kleinen Schritten vorzugehen. Dieser Comic, dieses Bild hat mich regelrecht für diese Podcast-Episode inspiriert, weil ich mir dachte, ja, genau so ist es, diese Wichtigkeit der kleinen Schritte. Doch warum ist es so? Und was hindert uns oft daran? Und in welchen Gedankenkarussellen stecken wir ganz oft fest, ob beruflich oder privat oder eben auch du als Mama in deinem ganz normalen Mama-Alltag? Und bei mir war es nun so, ich konnte mich so sehr darin erkennen. Ich konnte richtig sehen, wie ich diese Leiter vor mir habe mit diesen großen Sprossen und ich mich ausstrecke und eben nicht auf diese Sprosse hinkomme. Und dieser Wunsch so oft so groß ist, das Ziel zu erreichen und schon da zu sein. Oh mein Gott, ja, wie oft ist mir das schon ergangen in meinem Leben, dass ich eben diese großen Schritte machen möchte und diese vielen kleinen dann vergesse. Das ist beruflich der Fall. Bei allen Themen, die als Unternehmerin oder als Angestellte eben da vorhanden sind, ob das eben die Gründung ist oder die Weiterbildung, ob das privat ist, all die vielen Fragen, die wir hatten und viele Schritte, die auch du schon gegangen bist, von Abschluss machen, den Beruf anfangen, Kinder kriegen, heiraten, zusammenziehen, trennen. Und so viele Wünsche, die auch damit reinspielen, die auch du hast und die natürlich auch ich habe. So Ideen von, ich möchte irgendwie was verändern an meinem Aussehen oder ich möchte mich gesünder ernähren oder ich möchte mehr Sport machen, ich möchte regelmäßig Yoga machen oder meditieren und Erfolgstagebuch schreiben. Die Latte, die hängt so oft so hoch. Und wir wollen so vieles, so schnell, gleichzeitig, dass es uns passiert, und das beobachte ich bei mir, das beobachte ich bei meinen Frauen, die ich begleiten darf, in den Gesprächen, in gemeinsam wachsen, in den Einzelgesprächen. Dieser Drang und dieser Wunsch, nicht nur einerseits ständig zu optimieren und zu perfektionieren, sondern eben gleich sofort alles zu haben. Dieser Wunsch, dass es immer gelingt,
die Kinder in emotional schwierigen Momenten empathisch zu begleiten, dass es immer klappt, achtsam zu kommunizieren, dass es immer klappt, die richtige Reaktion parat zu haben, immer cool zu bleiben. Und da hängt die Latte einfach so hoch. Wir legen unsere Latte wirklich viel zu hoch. Und wir spüren dann so oft Verzweiflung, wenn wir nicht gleich sofort den Erfolg erkennen, wenn wir nicht gleich sofort, was uns ja auch so oft im Außen suggeriert wird. Also ich denke da jetzt konkret an Instagram, Facebook, an die sozialen Netzwerke, in denen wir Menschen sehen, die ja so erfolgreich sind, wie auch immer Erfolg dann bei denen definiert wird. Aber all diese Dinge so von 0 auf 100 in kurzer Zeit, diese Illusion und dieser Druck, der da aufgebaut wird, jetzt sofort Ergebnisse haben zu müssen. Das passt einfach nicht zur Realität. Es ist eine, wie ich empfinde, große Lüge, dass wir uns suggerieren, einerseits aufgrund unserer Erfahrungen, aufgrund unserer Ängste und der kognitiven Verzerrung letztendlich, all dem, was sich in unserem Kopf da abspielt, an Bildern, wie es sein muss, die Stimme unseres Egos, die uns da reinflüstert, dass wir das ja dann eh nicht können oder Schuster, bleib bei deinen Leisten oder das wird ja eh nichts. Der Druck, die Gedanken, die Ideen, wie es sein soll, wie es sein muss, ausgestreckt nach dieser Sprosse, die viel zu weit oben für uns ist, passiert es dann, dass wir gar nicht anfangen. Dass wir es gleich von vornherein lassen. Dass wir an der Stelle dann sagen, das ist eigentlich doch eh zu groß, da brauche ich gar nicht loslegen. Oder ja, dass wir keine Geduld mehr haben, wirklich die Träume, die wir haben, loszulegen. Anzufangen zu kreieren aus unserem höchsten Selbst heraus, aus dem göttlichen, schöpferischen Potenzial, das da durch uns durchströmen möchte. Wir haben dann oft so Angst zu scheitern, so Angst, einen Fehler zu machen. Eben auch gerade, weil im Außen so oft suggeriert wird, dass wir nicht genug sind, dass wir zu langsam sind, dass wir vielleicht verrückt sind mit unserem Traum, den wir da haben oder mit dem Projekt, das wir eigentlich angehen möchten. Dass wir vielleicht zu schnell sind. Egal wie, irgendwie schaffen es andere sind besser und dir oder mir wird suggeriert, du bist nicht gut genug, du bist nicht schnell genug. Der Erfolg, der müsste schon längst eingetreten sein. Egal in welchem Bereich. Wirklich, egal ob das beruflich ist, ob das Unternehmertum ist oder ob das so alltägliche Projekte sind, die auch du erlebst in deinem Mama-Alltag. Ob das so dieser Wunsch nach, ich möchte mal den Keller ausräumen oder Fotobücher fertigstellen. Oder größere Träume eben, wie ich möchte mit meinen Kindern reisen oder die Welt erkunden oder was weiß ich, so wie bei mir, ja, ich wünsche mir, ist die große Vision, die ich habe, ich möchte überall auf der Welt, am liebsten in jedem Land auf der Welt, einen Ort kreieren, bei dem Eltern und Kinder, Familien zusammenkommen und sich austauschen können und wachsen können. Wenn wir meinen, wir müssen uns ausstrecken nach dieser großen Sprosse an der Leiter, und wir kommen da nicht hin, wir strecken uns so groß aus und kommen da nicht hin, dann lassen wir all diese Träume einfach sein. Wir wollen dann gar nicht mehr anfangen, weil wir sehen, dass das ja alles viel zu groß ist. Die Konsequenz ist für mich in dem Punkt vehement. Kleine Schritte sind deswegen so wichtig. Kleine Schritte heißt, dass wir die Erfolge, die kleinen Erfolge, die sind in dem Projekt und dass wir unsere Energie und Kraft hineinstecken, wahrnehmen dürfen. Dass wir überhaupt unserem Projekt eine Chance geben müssen, Zeit zu haben. Vielleicht kennst du die 1%-Methode von James Clear und da kommt letztendlich, wenn ich das ganze Buch einfach mal ganz auf einen Satz zusammenfasse, sagt der Titel schon alles aus. Es geht darum, dass wir 1% verbessern, dass wir jeden Tag 1% mehr tun, dass wir 1% an Gewohnheit so umstellen, dass wir jeden Tag 1%, wenn wir mehr machen, am Ende eben 37% Leistungssteigerung haben oder 37% mehr in die Richtung gehen, in die wir gehen wollen. Und jeder kleine Schritt ist ein Schritt in diese Richtung. Jeder kleine Schritt ist besser als kein Schritt. Das heißt, ich möchte dir helfen, dich daran zu erinnern, dass kleine Schritte so wichtig sind.
Diese Illusion von großen Schritten, die Illusion von großen Übernachterfolgen, die Illusion von, es muss gleich sofort sein, das muss ein Riesenerfolg sein. Die Illusion von, wenn du was anfängst, dann scheiterst du nicht, wenn du es richtig machst. Du scheiterst nur dann, wenn du es falsch machst oder wenn du halt zu lang brauchst. Das ist einfach eine unglaubliche, riesengroße Lüge. Die Aufgabe besteht eben nicht darin, aufzuhören zu träumen oder aufzuhören, Projekte anzugehen, sondern darin, dein Vorhaben in ganz kleine Schritte zu atomisieren und jedes Element mit Leichtigkeit anzugehen. Dich zu fragen, was ist der nächste kleine Schritt, den ich heute gehen kann, den ich ganz bestimmt tun kann. Nicht von A bis Z zu springen und beim ersten Versuch aufzuhören, deine ganze Energie in deine Sprungkraft reinzusetzen und festzustellen, du schaffst es nicht von A bis Z, sondern du schaffst es nur bis C. Sondern zu sagen, hey, wenn mein größter Sprung von A bis C wäre, dann gehe ich heute erstmal nach B. Ich wünsche mir, dass die Frauen, die ich begleite und auch für mich als Erinnerung, während ich dir diesen Podcast hier drauf spreche, dass wir aufhören, uns selbst zu überfordern mit dieser Idee von großen Schritten und von sofortigen Erfolgen, wie eben bei der Leiter mit den einzelnen Stufen, wo ich mich ewig strecke. Je kleiner nämlich unser Schritt ist, umso kleiner ist auch das Risiko zu scheitern. Und je kleiner das Risiko zu scheitern ist, umso mehr Mut haben wir, das Scheitern anzunehmen, den Fehler zu nehmen und zu sagen, hey, der war notwendig, damit ich den nächsten Schritt gehen kann. Wir entwickeln dadurch eine ganz andere Fehlertoleranz, ein ganz anderes Mindset, einen ganz anderen Umgang mit uns selbst. Und wenn ich kleine Schritte gehe, bleibt mir auch viel mehr Energie zur Verfügung. Ich gehe kleine Schritte und stecke nicht meine ganze Energie in diesen einen Sprung, um dann festzustellen, dass es zu groß war und zu weit war und ich da gar nicht hinkomme. Die Wahrheit ist für mich bei all dem, wenn wir jetzt sagen, es gibt so die analytische Seite, dass ich weiß, ich gehe kleine Schritte und ich mache mir Häppchen und ich organisiere mich irgendwie und ich bleibe im Vertrauen auf mein Projekt oder auf meine Träume. Die viel wichtigere Sache bei den kleinen Schritten liegt für mich an einer ganz anderen Stelle, nämlich der Tatsache, dass wir uns bewusst werden müssen. Dass ich möchte, dass du dich daran erinnerst, dass du dir bewusst wirst, dass große Dinge einfach Zeit und Fehlbarkeit brauchen. Wir sehen das in der Natur, du siehst es in der Natur, du kannst es jeden Tag erleben, auch beim Aufwachsen und Begleiten deiner Kinder. Es braucht Zeit, bis ein Samen reift, bis etwas wächst, bis aus einem Samenkörnchen ein Baum wird. Wir brauchen Zeit zum Wachsen, zum Erwachsenwerden. Wir brauchen Zeit zum Reifen, zum Erblühen, zum Früchtetragen und auch Zeit dann zum Ernten. Es ist nie so, dass ich einen Samen in die Erde lege und am nächsten Tag dann die Frucht in der Hand halte. Es braucht Zeit, etwas zu begießen. Wir brauchen Wind und Wetter, es braucht Sonne, es braucht einfach ganz viel letztendlich Liebe und Energie in diese Sache, damit sie erblühen kann. Und wenn du dich da an diesem Bild einfach mit mir weiter erinnern magst, die Natur, die es uns vormacht, wie Dinge Zeit brauchen und wie sie es uns auch vormacht, dass es immer in diesem Prozess von Samensäen und Ernten immer ungeplante Stürme gibt. Es gibt immer den Moment, in denen die Standfestigkeit auf die Probe gestellt wird und in denen wir eine tiefe Verwurzelung brauchen. Die tiefe Verwurzelung ist der Glaube an mich, der Glaube an meine Werte, der Glaube an meine Träume und auch an die Führung, die ich habe, die notwendig ist, um schließlich dran zu bleiben und weiter mein Projekt, meinen Traum im nächsten kleinen Schritt zu gehen, in dem nächsten 1%, in dem nächsten kleinsten automatisierten Schritt, den ich gehen kann. Ganz ehrlich, ich erkenne persönlich keine Pflanze oder kein Wesen, das irgendwann mitten in diesem Prozess gesagt hat, das ist mir jetzt zu anstrengend und ich sehe noch keinen Erfolg und deswegen höre ich jetzt auf zu wachsen. Das gibt's nicht. Es geht also unbedingt darum, dass wir uns loslösen von dieser Idee, die uns vielleicht auch im Außen suggeriert wird. Wann habe ich denn endlich mein Ziel erreicht und wann hast du es denn endlich geschafft? Und immer nur der Blick zu dem Ende hin zu, wer werde ich denn eigentlich auf diesem Weg? Hin zu, habe ich eigentlich Spaß dabei, während ich diesen Weg gehe? Erfüllt mich dieser Weg? Erfüllt dieser Weg mein Herz? Bin ich stolz auf mich und auf jeden kleinen Schritt, den ich hier gehe? Auf jeden kleinen Erfolg, der sich zeigt? Auf jeden kleinen Misserfolg, der
notwendig ist, um mich wieder auf meinen Weg zurückzuführen. Und wenn wir das erkennen können, wenn du das erkennen kannst, dann siehst du, dass du dich bei diesem Weg der kleinen Schritte in Dankbarkeit, in Optimismus, in Güte und in Demut übst. Wir nehmen dann wirklich wahr, was gerade ist. Die kleinen Schritte ermöglichen es dir, wegzukommen von alles sofort haben wollen. Das ist für dich dann gar nicht mehr wichtig, weil du erkennst, dass du mit dem kleinen Schritt mitten im Leben bist, dass du am Leben bist und dass du letztendlich im Hier und Jetzt lebendig bist. Vielen Dank, dass du mir heute zugehört hast, dass du dir Zeit genommen hast, meinen Podcast zu hören. Ich freue mich, wenn du zu mir kommst, mein Newsletter abonnierst auf sprachzeichen.de. Da erfährst du mehr über kleine Schritte und über Impulse und Gedanken auf deinem Weg zur achtsamen und bewussten Elternschaft. Ich begleite dich, die achtsame und respektvolle Mama zu sein, die du möchtest. Mit der Kraft der Worte, mit der Kraft der Gedanken, die wir da letztendlich haben und natürlich mit der achtsamen Kommunikation und gewaltfreien Konfliktlösung. Wir hören uns sicherlich bald und bis zum nächsten Mal. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge anzuhören. Wenn du noch mehr Impulse, Ideen oder Inspirationen auf deinem ganz persönlichen Weg zur bewussten und bedingungslosen Elternschaft suchst, dann abonniere unbedingt meinen Newsletter oder du folgst mir auf Instagram, Facebook oder Telegram. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig über einen Kommentar und natürlich, wenn du die Folge bei deinen Freunden und Freundinnen teilst und meinen Podcast abonnierst. Jetzt wünsche ich dir aber alles Gute. Wir hören uns sicherlich bald. Viele liebe Grüße. Ciao, ciao.